Mein Vater ist krank. Er kann nicht arbeiten. Wir sind hilflos. Bitte geben Sie uns noch einen Monat. Gut. Das ist meine letzte Warnung. Du musst mir die volle Miete nächsten Monat zahlen. Sonst werfe ich deine ganze Familie raus. Ich habe verstanden. Vielen Dank. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Ich muss einen Teilzeitjob finden. Ich muss meine Familie unterstützen. Brauchen Sie noch etwas, Madame? Ich habe die ganze Hausarbeit erledigt. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Nein, ich brauche nichts mehr. Du kannst nach Hause gehen. Morgen werde ich Peter treffen. Ich habe ihn so sehr vermisst. Ich freue mich so sehr darauf. Meine Tochter wird an der Universität studieren. Ich muss ein paar Kleider für sie kaufen. Ich bin so stolz auf sie. Oh Gott, hilf uns. Vielen Dank, Mama. Du hast neue Kleidung für mich gekauft. Es tut mir leid. Das sind billige Sachen. Ich habe alles im Sekondhandladen gekauft. Ich bin dir für alles dankbar, Mama. Es ist mir egal, ob die Sachen billig sind. Das bedeutet mir sehr viel. Du bist die beste Mutter der Welt. Bleib glücklich, meine Süße. Du musst jetzt schlafen. Du musst morgen früh aufstehen. Ich gehe jetzt zur Universität, Mama. Wir sehen uns heute Abend. Okay, Mia. Du musst härter lernen. Nach deinem Abschluss musst du meine Firma übernehmen. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich werde dich nicht enttäuschen. Hab einen schönen Tag. Das ist Peter. Er ist sehr reich. Er ist sehr freundlich. Er ist überhaupt nicht arrogant. Bist du aufgeregt, meine Süße? Heute ist dein erster Tag an der Universität. Ja, das bin ich. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ich werde hart lernen, Mama. Ich glaube an dich. Du solltest jetzt gehen. Ich muss auch zur Arbeit gehen. Wir sehen uns heute Abend. Passt auf euch auf. Mir geht es jetzt besser. Komm, wir gehen zur Arbeit, mein Sohn. Du kannst nicht mit mir kommen, Papa. Mein Chef hat dich gefeuert. Wie konnte er mir das antun? Ich arbeite wirklich hart. Ich brauche diesen Job. Mach dir keine Sorgen, Papa. Du bist zu alt zum Arbeiten. Ich kümmere mich um alles. Peter hat recht. Ich habe einen Job. Du musst nicht arbeiten. Deine Gesundheit ist wichtiger für uns. Entschuldigung, Ja, bitte? Wer bist du? ich bin Peter. Ich bin neu hier. Weißt du, wo das Klassenzimmer ist? Es tut mir leid. Heute ist auch mein erster Tag hier. Hallo, Peter. Ich habe dich so sehr vermisst, mein Freund. Willkommen an der Universität. Danke, Mia. Das ist eine riesige Universität. Ich freue mich, dich hier zu sehen. Komm mit mir. Ich zeige dir das Klassenzimmer. Entschuldigung. Ich bin auch neu hier. Kann ich mit euch kommen? Ich kenne das Klassenzimmer nicht. Ja, sicher.
Du kannst mit uns kommen. Wer ist dieses neue Mädchen? Warum will sie mit Peter reden? Guten Morgen, Klasse. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich bin eure Lehrerin. Mein Name ist Claudia. Schön, Sie kennenzulernen, Frau Lehrerin. Ich bin Sarah. Ich habe das Stipendium bekommen. Schön, dich auch kennenzulernen, Sarah. Das bedeutet, dass du eine brillante Schülerin bist. Ich bin auch eine brillante Schülerin. Ich bin Mia. Gut, Klasse, öffnet eure Bücher. Ich werde euch jetzt unterrichten. Hallo Sarah. Darf ich dich um etwas bitten? Natürlich, Peter. Wie kann ich dir helfen? Du hast bei dem heutigen Test eine 1+ bekommen. Du bist wirklich genial. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir beim Lernen helfen? Ja, klar. Ich werde dir helfen. Keine Sorge. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Halt dich von uns fern. Ich bin Mia. Meine Mutter leitet ein multinationales Unternehmen. Wer bist du überhaupt? Mia, was ist los? Sei nicht so unhöflich. Peter, sie ist ein armes Mädchen. Schau dir ihre Kleidung an. Sie kann nicht deine Freundin sein. Hey, armes Mädchen, wir wollen nicht mit dir reden. Geh weg. Wir sind reich. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Sarah, bitte warte. Es tut mir so leid. Mia, du hättest nicht so mit ihr reden sollen. Was willst du eigentlich von ihr? Sie ist ein gutes Mädchen. Sie wollte mir nur beim Lernen helfen. Ach komm, Peter. Warum willst du mit ihr reden? Sie ist arm. Ich werde dir beim Lernen helfen. Du hast nur eine 3+ in deiner Prüfung bekommen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Peter, warte. Wohin gehst du? Ich hasse dieses arme Mädchen. Ich muss etwas über ihre Familie herausfinden. Wie war dein Tag, meine Süße? Hat dir die Universität gefallen? Es war großartig. Die Universität ist riesig, Mama. Meine Lehrerin ist eine nette Frau. In meiner Klasse gibt es ein arrogantes Mädchen. Sie ist sehr reich. Ich glaube, sie hasst mich. Du musst dich auf dein Studium konzentrieren. Ignoriere dieses reiche Mädchen einfach. Wir sehen uns zu Hause, Sarah. Pass auf dich auf. Ich brauche einen Teilzeitjob. Ich muss meine Familie unterstützen. Sie suchen Mitarbeiter. Ich brauche diesen Job. Hallo. Ich bin Sarah. Ich suche einen Teilzeitjob. Ich habe draußen ein Schild gesehen. Suchen Sie Mitarbeiter? Ich interessiere mich dafür. Ja, wir suchen Mitarbeiter. Ich brauche eine Kellnerin. Kannst du diesen Job machen? Ja, das kann ich. Ich brauche diesen Job wirklich. Gut. Ich stelle dich ein. Sarah, du kannst draußen die Bestellungen aufnehmen. Die Kunden warten schon. Okay, Chef. Ich nehme Ihre Bestellungen entgegen. Oh nein. Was macht dieses Mädchen hier? Oh nein. Schon wieder dieses arrogante Mädchen. Sie hasst mich wirklich sehr. Ich muss ihre Bestellung aufnehmen. Es ist keine Schande, hart zu arbeiten. Es ist mein Job. Guten Abend, Madame. Sind Sie bereit zu bestellen? Du arbeitest hier? Ich fühle mich wirklich schlecht für dich. Mia, tu das nicht. Sie ist ein gutes Mädchen. Komm schon, Peter, sie ist nur eine Kellnerin.
Ich nehme einen Salat. Sicher, Madame. Möchten Sie etwas trinken? Ich nehme eine Cola Light. Was möchten Sie trinken, mein Herr? Ich habe keinen Hunger. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser. Natürlich, mein Herr. Ich bin gleich mit Ihrer Bestellung zurück. Mia, warum tust du ihr das an? Sie ist ein fleißiges Mädchen. Komm schon, Peter, sie ist ein schlaues Mädchen. Sie denkt, sie sei besser als ich. Hier ist Ihr frischer Salat und Ihre Cola Light. Ich habe das Wasser für Sie gebracht, mein Herr. Vielen Dank, Sarah. Warum stehst du noch hier? Geh weg. Jetzt reicht es, Mia. Ich gehe jetzt. Pass auf dich auf. Du kannst mich nicht allein lassen. Peter, komm zurück. Warum hast du mich? Ich habe dir nichts getan. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Du bist nur ein armes Mädchen. Halt den Mund. Ich bin nicht deine Dienerin. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du bist verrückt. Ich will nicht mit dir reden. Verschwinde. Ich werde dein Verhalten nicht länger tolerieren. Wie kannst du es wagen, armes Mädchen? Ich werde dir eine ordentliche Lektion erteilen. Kann jemand herkommen? Wo ist der Manager? Was ist hier los? Was ist passiert? Diese Kellnerin hat mich gedemütigt. Sie hat mir sogar eine Ohrfeige gegeben. Was? Warum tust du so etwas? Ich bin unschuldig. Was? Wie kannst du es wagen, Sarah? Es ist dein erster Tag hier. Du musst dich bei ihr entschuldigen. Worauf wartest du noch? Entschuldige dich. Sie ist unsere Kundin. Wir hätten dich niemals einstellen sollen. Ich habe nichts getan. Sie lügt. Sie war es, die mich geschlagen hat. Ich werde nie wieder hierher kommen. Ich werde meinen Freunden von eurem Restaurant erzählen. Unser Restaurant ist sehr berühmt. Bitte sagen Sie so etwas nicht. Sie wird sich entschuldigen. Niemals. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich habe sie nichts getan. Du bist gefeuert, Sarah. Zieh deine Uniform aus und verschwinde aus meinem Restaurant. Du kannst hier nicht mehr arbeiten. Verschwinde sofort. Ich brauche diesen Job. Sie können mir das nicht antun. Ich habe gesagt, verschwinde. Du kannst jetzt gehen. Du bist gefeuert. Vielen Dank. Sie sind ein guter Mann. Ihr Restaurant ist wirklich großartig. Ich werde eine andere Kellnerin zu Ihnen schicken. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Nein, danke. Ich gehe jetzt. Einen schönen Tag noch. Warum hasst mich dieses Mädchen? Was habe ich ihr getan? Wegen ihr wurde ich gefeuert. Ich werde ihr niemals verzeihen. Hallo Mama. Was ist passiert? Wo bist du, mein Schatz? Ich mache mir Sorgen um dich. Geht es dir gut? Mir geht es gut, Mama. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Bis gleich. Dir geht es nicht gut. Du solltest einen Arzt aufsuchen. Nein, mir geht es gut. Bald wird es mir besser gehen. Ich bin jetzt arbeitslos. Ich habe kein Geld, um meine Medikamente zu kaufen. Ich habe Geld. Du musst sofort ins Krankenhaus gehen. Was ist passiert, Mama? Ist alles in Ordnung? Dein Vater hat Fieber. Er sollte einen Arzt aufsuchen. Papa, lass uns ins Krankenhaus gehen. Ich komme mit dir. Nein, mein Schatz.
Mir geht es gut. Ich möchte einfach nur schlafen. Ich werde nicht auf dich hören, Papa. Wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Dein Bruder ist noch bei der Arbeit. Heute wird es etwas später bei ihm. Nimm etwas Geld mit. Ich mache mir wirklich Sorgen um deinen Vater. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich werde bald einen Job finden. Ich möchte meine Familie unterstützen. Was ist los, Mia? Was willst du? Warum hast du mich allein im Restaurant gelassen? Bitte, Peter, tu mir das nicht noch einmal an. Ich bin müde, Mia. Ich werde später mit dir reden. Peter, mein Sohn, wie war dein Tag? Hat dir deine neue Universität gefallen? Ja, Papa. Meine Universität ist wirklich riesig. Alle Lehrer sind sehr nett. Das freut mich zu hören. Du musst noch härter lernen, mein Sohn. Ich hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Papa, geht es dir gut? Du bist erkältet. Ich huste seit heute Morgen sehr viel. Dir geht es nicht gut, Papa. Du solltest einen Arzt aufsuchen. Lass uns ins Krankenhaus gehen. Wie geht es meinem Vater? Ist alles in Ordnung mit ihm? Dein Vater hat eine Erkältung und Fieber. Ich habe ihm eine Spritze gegeben. Bald wird es ihm besser gehen. Hier ist das Rezept. Sie müssen diese Medikamente kaufen. Ich möchte diese Medikamente kaufen. Natürlich, Madame. Einen Moment bitte. Wie viel kosten diese Medikamente? Insgesamt macht das 52 €. Wie fühlst du dich jetzt, Papa? Der Arzt hat mir einige Tabletten gegeben. Bald wird es mir besser gehen. Lass uns jetzt gehen. Entschuldigen Sie. Können Sie mir helfen? Hey, alter Mann. Wer bist du? Bleib weg von mir. Ich will nicht mit dir reden. Ich bin gekommen, Papa. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.